Das hast du so in der Industrie nicht. Also da kommt ja keiner zu dir und sagt, Mensch, das hast du ja richtig toll zusammengelötet, das ist ja Wahnsinn. Morgen! Lukas und ich werden uns noch mal kurz die Übergangsstücke angucken am Airport. Ja, bei diesen Übergangsstücken gibt es so 3 Klammern. Ja. Und diese Klammern sichern im Prinzip das Stück, dass es nicht nach oben rauskommen kann. Vor 13 Jahren habe ich hier angefangen, und zwar habe ich einen TV-Bericht mir angeschaut, in dem Gerrit und Frederik zu sehen waren, und um sie rum fuhren so Autos, wie von Geisterhand. Und das fand ich total faszinierend und fand das total spannend und habe mich dann hier beworben. Ja, moin! Moin! Jetzt wollten wir das gerade machen. Der Henrik und Person Mr. X unter der Anlage. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Wahrscheinlich Arne. Ja, genau, Arne. Die beiden tauschen jetzt, moin! Die tauschen jetzt gerade die Übergangsstücke, also das, was wir sonst übernommen hätten. Ich habe hier ganz normal angefangen im Elektrobereich, also in unserer E-Technik. Und irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, ich glaube nach 2 Jahren ungefähr, dass Gerrit auf mich zukam und sagte, Mensch, ich bräuchte jemanden, der mich unterstützt beim K-System. Da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. So, mittlerweile ist es so, dass wir sozusagen das Team K-System gegründet haben. Ich würde sagen, lass uns das noch schnell testen mit der 85. Ja. Wir haben in der Anlage immer wieder signifikante Stellen, die wir bearbeiten müssen und die wir immer mal wieder checken müssen. Hier haben wir zum Beispiel so eine Steigung, in der einfach mit der Zeit so ein bisschen Abrieb auf der Straße sich bildet. Und dadurch wird die Straße ein bisschen glatt und dadurch kommen die Fahrzeuge dann wieder etwas schlechter vom Fleck oder kommen vielleicht auch gar nicht mehr vom Fleck. Und deswegen müssen wir von Zeit zu Zeit hier auf der Anlage ein bisschen wieder für Traktion sorgen. Holen uns dafür unser Paradefahrzeug, das da ständig Probleme macht. Moin, moin. Und als ich dann die Chance hatte, mir das hier dann von Gerrit zeigen zu lassen, war es wirklich so, dass ich dann auch eingetaucht bin in das, was dahinter steckt. Und das heißt, die Technik, die das Ganze ansteuert, die ganzen Feuerwehreinsätze. Wenn ich irgendwo ein Feuerwehrfahrzeug draußen rumfahre sehe, dann gucke ich natürlich auch gleich, Mensch, haben wir die Blaulichter auch so hinbekommen. So, wollen wir mal checken. Ja, da hat er ein bisschen Probleme. Wir haben vor x Jahren mal komplett Weichen getauscht auf der Anlage. Wenn wir das gemacht haben, dann mussten wir eben die Straße auch ein bisschen erneuern. Überall da, wo eben die Fahrzeuge nicht vom Fleck kamen, da sagte Gerrit dann, pass mal auf, da gibt's was. Und dann hat er eben mir gezeigt, was man mit Spucke dann so für Probleme beheben kann. Das war dann immer so, dass er sagte, ja, du musst ein bisschen Spucke auftragen, dann reibst du ordentlich und nach einer gewissen Zeit, da merkst du dann, wie die Farbe sich ein bisschen anlöst. Das ist so ein kleines Allheilmittel, um mal kurzfristig wieder für Traktion zu sorgen, einfach ein bisschen Spucke drauf. Man bekommt eine direkte Bestätigung vom Gast und das ist irgendwie was total Besonderes. Das hast du so in der Industrie nicht. Also da kommt ja keiner zu dir und sagt, Mensch, das hast du ja richtig toll zusammengelötet, das ist ja Wahnsinn. Einmal VW. Es gibt natürlich Situationen, in denen müssen wir auch auf der Anlage dann irgendetwas reparieren und man weiß in dem Moment, okay, jetzt sind ungefähr 200 Augenpaare, die einen angucken. Ich kann mich noch gut an Situationen erinnern, wo ich dann auf den Airport geklettert bin und mir in dem Moment einfiel, ach, du hast die Socken mit den großen Löchern heute an. Noch einmal schnell Strukturpulver holen. Das mischen wir dann der Farbe bei und sorgen darüber dann, dass das Ganze noch ein bisschen rauer ist. So. Also es ist wirklich eine sehr, sehr raue Oberfläche. Da sieht es deutlich besser aus. Ja, da auch wunderbar. Autos ohne Ende. Ja, das ist so unser täglich Brot, dass wir die Fahrzeuge, die kaputt gegangen sind,
also die einen Schaden haben, dass sie nicht mehr auf der Anlage fahren können, dass wir die reparieren. Heute sind es 57 Stück. Das heißt, wir werden heute die nicht alle schaffen zu reparieren. So. Hallo. Ja, so sieht das dann nach dem Wochenende aus, ne? Kaputt, kaputt. So fängt dann der Montag an bei uns. Nein, wir sind natürlich hochmotiviert. Wir werden das alles abarbeiten, wie verrückt. Ich habe zwischendurch mal auch Gedanken gehabt, mal noch mal was anderes zu sehen, aber irgendwie ist das hier so dynamisch. Also ich kann mich eigentlich nie an eine Situation erinnern, wo ich mich gefragt habe, und jetzt? Das gibt's hier nicht. Also wir haben Tausende von Projekten und tausende Ideen und da gibt es keinen Moment, an dem ich gedacht habe, so jetzt noch mal raus in die weite Welt.